Das ist die Lithium-Batterie, die ich euch schon einmal vorstellte. Sie hat über den Sommer wirklich treue Dienste geleistet, aber 100 Ampere-Stunden sind leider zu wenig. Und so freute ich mich, sie gegen eine 320 Ampere-Stunden Batterie auszutauschen, bei fast gleicher Grundfläche. Der Händler hatte übrigens die Batterie so platzverschwendend und mit all dem Kabelgewirr so lieblos da reingeklatscht. Die sind ein bisschen zu groß. Das sind eben 3 mm zu viel. Ah, da muss man richtig rindrechen. Ich glaube, man muss das Blech ein bisschen aufbiegen, oder? Genau, soll ich mal einen dicken Hammer holen. Börtelst du das Seite? Börteln. Eigentlich sollte an diesem Tag nur eine Anprobe gemacht werden, aber als ich sah, wie klein die Batterie wirklich ist, wollte ich sie auch einbauen. Letztes Jahr habe ich euch ja diese Batterie kurz vorgestellt von Litime. Und zwar hat man mir überlassen eine 100 Ampere-Stunden Batterie. Allerdings habe ich in Norwegen schon festgestellt, da war ich den ganzen Sommer über gewesen, dass es im Ernstfall nicht reicht. Das heißt, ich bin an einem Tag tatsächlich mit einer leeren Batterie geendet. Und das war auch der Stresstest für diese Batterie, die problemlos überstanden hat. Das heißt, ich bin danach an einen 230 Volt Anschluss gefahren, eben um über Landstrom, über Außenstrom diese Batterie zu laden und läuft einwandfrei. Ich bin auch sehr zufrieden damit, bloß eben hat sich gezeigt, dass 100 Ampere-Stunden, wenn man zum Beispiel den Kühlschrank, Gefrierschrank auf Vollgas stellen muss, weil man Fisch friert, dann mit 2 Mann vielleicht auch mal einen Laptop betreibt, innen heizt, Lichtbetrieb und sowas alles. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind 100 Ampere-Stunden tatsächlich knapp. Und es reicht dann in dem Fall nicht aus, wenn man eben bedeckten Himmel hat und eben irgendwo stehen will, autark stehen will, darum geht es ja häufig, da braucht man halt ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich mit Litime gesprochen und die hat mir zunächst eine 280 Ampere-Stunden Batterie überlassen. Und zwar diese hier. 26,9 Kilo. Ein Riesenschiff. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bleischwer, obwohl es eigentlich eine Lithium-Batterie ist. Und vor allen Dingen, die Batterie ist auch viel zu groß. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Batterie in meinem Camper verbauen soll. Man sieht hier auch den Unterschied. Diese ist wirklich federleicht, kann man schon fast sagen. Ich glaube 9 Kilo wiegt die und das ist was anderes. Und dann kam diese Firma Litime mit einer Batterie raus, die nannte sich 320 Ampere-Stunden Mini. Und wie man sieht, ist die kaum größer, zumindest von der Grundfläche, wie die 100 Ampere-Stunden Batterie. Und wiegt sensationellerweise, obwohl die 320 Ampere-Stunden hat, wiegt diese Batterie weniger als die 280 Ampere-Stunden Batterie. Die kann ich also problemlos verbauen. Was man aber unbedingt beachten sollte, du musst natürlich im Ernstfall, wenn du die 320 Ampere-Stunden verbrauchst, irgendwie auch die Energie wieder da drauf kriegen. Gehen wir mal von dem Normalfall aus, ich brauche nur 100 Ampere-Stunden am Tag, dann fahre ich oder ich habe Solarenergie, dann ist problemlos praktisch diese Batterie wieder zu füllen. Bleibe ich aber 3 Tage irgendwo stehen und das bei bedecktem Himmel, ohne dass eben Solarenergie reinkommt, dann habe ich eben das Problem, wie kommt der Strom da drauf? Und das muss halt die Lichtmaschine über den Ladebooster bzw. über die Starterbatterie, über den Ladebooster hier draufladen. Und das ist wiederum schwierig natürlich für die Lichtmaschine. Deswegen sollte man sich vorher überlegen, brauche ich jetzt eine größere Lichtmaschine, wenn ich zum Beispiel regelmäßig autark stehen will, oder habe ich eine andere Lösung? Die Batterie von Litime kam mit 51% Vorladung an, was natürlich ideal für den Transport ist. Vor dem Camper-Einbau wollte ich sie allerdings noch ein bisschen mehr vorladen. Dazu ist ein relativ modernes Gerät nötig. Alte Geräte kommen mit Lithium-Batterien oft nicht klar. Dieses hier schafft allerdings auch nur 100 Watt bei 8 Ampere. Was das an Zeit bis zur Vollladung bedeutet, sehen wir hier in der Litime-App. Rund 20 Stunden. So lange will ich nicht warten bis zum Camper-Einbau. Das vorhandene Batteriehalteblech, das ursprünglich für eine AGM-Batterie, die vermutlich nur etwa 60 Ampere-Stunden gehalten hätte, gedacht war und bisher meine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie gehalten hatte, passte um nur wenige Millimeter in der Breite für die 320 Ampere-Stunden Batterie leider nicht. Die Haltegurte aber schon. Als gelernter Metallbauer entschloss ich mich, das Halteblech einfach neu zu kanten. Ja, und hier sehen wir schon die frisch eingebaute neue Batterie mit 320 Ampere-Stunden. Wer hätte gedacht, dass man eine Batterie mit über 3-mal so großer Leistung platzsparender und ordentlicher einbauen kann? Hier überprüfe ich noch die Ladeleistung der Lichtmaschine über den Ladebooster. Ja, da bin ich wirklich geflasht noch von gestern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich so wahnsinnig bin und im Dunkeln schließlich mit ein paar Akkulampen die Batterien austausche. Das hier ist die alte 100 Ampere Lithium Batterie von Litime.
war sehr zuverlässig, aber ich bin jetzt froh, dass ich eben mehr Kapazität habe. Wer auf den Campingplatz fährt und gelegentlich mal vielleicht einen Tag oder so frei steht, für den reichen 100 Ampere aus. Wer aber im Laptop arbeitet, womöglich wie ich in meinem Urlaub jede Menge Fische einfrieren will und den Kühlschrank dabei auf volle Pulle stellen muss, solche Sachen, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Besonders wenn eben der Eintrag von der Solarenergie nicht da ist, womöglich, dann sind 100 Ampere einfach zu wenig. Das zusätzliche Plus, was ich hatte, endlich habe ich die Batterie in meinem Camper so verbaut, dass ich platzsparend auch den Raum unter meiner Sitzbank nutzen kann. Weil ich weiß nicht, ob es der Hersteller Chanson selber war oder eben die Firma, die ich auch schon genannt habe in meinem vorigen Video mit dem Motorschaden. Die haben einfach die Batterie mitten reingeklatscht, sodass du da nichts mehr vernünftig in dem Fach unter der Sitzbank verstauen konntest. Jetzt habe ich endlich genug Platz, beziehungsweise kann auch an alle Gegenstände über die Seitenklappe hier drankommen. Prima. Mein Daumen gibt es auf jeden Fall hoch und ich werde euch berichten, wie der langfristige Einsatz mit der 320 Ampere Batterie ist. Noch ein paar Rechenbeispiele zur Kapazität der Batterie in diesem Camper, der Aufbaubatterie. 320 Ampere, 4000 Wattstunden werden angegeben. Die Solarplatten obendrauf liefern 210. Also rechnen wir das mal glatt. 200 Watt mal 20, nämlich pro Stunde. Das ergibt tatsächlich dann 4000 Wattstunden. Das heißt, ich müsste das Fahrzeug 20 Stunden in voller Sonne stehen haben, damit die leere Batterie wieder voll wäre. Oder die Lichtmaschine des Motors. Die liefert in der Spitze 500 Watt, also auf der Autobahn. 500 Watt mal 8 Stunden wären eben auch 4000 Wattstunden. Das heißt, ich müsste 8 Stunden volle Pulle Autobahn fahren, damit die leere Batterie wieder voll ist. Wichtig ist zu beachten, dass die Leistung von den Solarplatten nur unter maximalen Bedingungen angegeben ist. Heute zum Beispiel hatten wir vormittags ein bisschen Sonne gehabt. Januar hier in Deutschland, so sieht es derzeit aus. Und wie man hier an diesem Beispiel sieht, ist der Solarertrag von heute extrem mager. Das heißt 70 Wattstunden und die Batterie, die ich jetzt verbaut habe, die hat 4000 Wattstunden, 4096 Wattstunden. Das heißt, wir haben einen Eintrag nach Abzug von den 10 Wattstunden Verbrauch von gerade mal 1,5% bekommen. Das heißt, um eine 320 Ampere Stunden Batterie nachzufüllen, ist es natürlich empfehlenswert, dann an den Landstrom zu gehen, auf dem Campingplatz oder über die Steckdose an einem Haus, an einer Tankstelle. Ansonsten wird das eben schwierig, die Batterie wieder aufzufüllen. Und die Lichtmaschine muss dadurch eben, wenn das der Fall sein sollte, dass man eben diese Möglichkeit nicht zur Verfügung hat, muss die ganze Zeit arbeiten. Ja, und zu diesem Thema habe ich doch bestimmt einige Experten auf meinem Kanal, die Erfahrung haben vor allen Dingen, funktioniert das mit der Standardlichtmaschine und einer relativ großen Aufbaubatterie. Es wird ja nicht nur die Lichtmaschine belastet, sondern eben auch der Ladebooster muss mehr laden. Entstehen Probleme nach dauerhafter Nutzung oder ist das überhaupt kein Problem? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bis dann!